Der Sommer 1990. Das Jahr der Wiedervereinigung. Udo Strutz macht sich mit seiner Frau Rita und Tochter Jacqueline auf, um mit seinem himmelblauen Trabant, genannt Schorsch, auf den Spuren Goethes von Bitterfeld nach Neapel zu reisen. Soweit zum Film Go Trabigo, der 1991 ausgestrahlt wurde und den Beginn der Geschichte von diesem Trabant darstellt. Also hier bei dem Trabant handelt es sich um das Stuntauto von Go Trabigo, also eins der 13 Autos, die für den Film gebaut wurden. Das letzte allerdings, was auf der Leinwand zu sehen war. Insgesamt gibt es noch zwei, also mit ihm zwei. Aber das ist das einzige Auto, was noch auf der Leinwand war, was es jetzt noch gibt. Auf dem ersten und auf dem zweiten Blick sieht dieser Trabant 1.1 aus wie ein Trabant 601. Und das sollte damals auch so sein. Das Auto war im Prinzip das Stuntauto für den Film, wo der Trabant auf zwei Rädern gefahren ist. Umgebaut wurde an dem Auto eigentlich nur das Getriebe, um auf zwei Rädern fahren zu können, wurde das Differential verschweißt. Und da es aber mit dem 601er von der Leistung her einfach zu schwach war, haben sie einen 1.1er dafür genommen. Und der 1.1er an sich war selbst auch noch zu schwach, dass sie dann eben vom 1.3er einen Kopf drauf gebaut haben, um die Leistung zu generieren. Weil der Stuntman eben meinte, dass die Leistung nicht reichen würde, um auf zwei Rädern auf dem Platz zu fahren zum Beispiel. Des Weiteren wurde dann im Nachgang für einen Stumbi, dass er damit fahren kann, noch ein Gestell gebaut, dass das Auto auf zwei Rädern bleibt, weil er halt eben nicht so geübt war, um auf zwei Rädern zu fahren. Und es ja da trotzdem Aufnahmen geben sollte, wo er halt auch drin ersichtlich ist, dass er damit fährt. Es ist einer der letzten noch verbliebenen Trabis aus dem Film Go Trabigo, der 1991 seine Premiere feierte. Ja, der Trabant ist optisch umgebaut worden auf den 601er, damit halt nicht auffällt, dass es eben ein 1.1er ist. Genau. Ja, es wurden von den Autos halt auch nur Außenaufnahmen gemacht, aus dem einfachen Grund, weil es äußerlich einfacher umzubauen war als für den Innenraum. Und da sie ja sowieso für Innenaufnahmen und Fahraufnahmen unterschiedliche Autos hatten, was man dann auch an den Bildern noch ersehen kann, haben sie halt einen 1.1er dafür einfach äußerlich passend gemacht. Wurde unter anderem auch das Seitenteil hinten angepasst, weil ja da der Tankdeckel ist. Sollte man eben nicht sehen, aber einige Sachen gingen halt einfach nicht zu ändern, wie zum Beispiel, dass der Tank unten dran ist. Das hat man dann doch im Film gesehen. Also wer es weiß oder wer sich damit auskennt, weiß das, sieht das. Wer sich aber da nicht auskennt, hat es nie gesehen. Und viele wissen das bis heute nicht, dass es überhaupt das ein 1.1er bzw. ein 1.3er dann eben war. Wo der auf zwei Rädern gefahren ist, hat man dann halt zum Beispiel an den Felgen gesehen, dass es kein 601er ist. Es gibt da jetzt auch, was heißt jetzt, gibt es schon lange, aber im Internet eben auch Bilder, wo man es direkt drauf sieht, dass es eine 1.1er Felge ist und keine 601er Felge. Jetzt stelle ich mir so einen Umbau ziemlich schwierig vor. Zum Beispiel hat der Trabant 1.1 ja den Tank außen, während der Trabant 601 den Tank ja unter der Motorhaube hat. Wie hat man denn das damals gelöst? Ja, der Einfüllstutzen ist hinten im Seitenteil auf der rechten Seite. Das hat mein Vater dann einfach gemacht. Also normalerweise hätte man auch einen anderen Kotflügel dran machen können. Die Zeit war einfach nicht da, um da jetzt den Rohling anzupassen und so weiter. Deswegen hat er dann damals den Einfüllstutzen rausgemacht, hat ihn nach innen gedreht in den Kofferraum, hat für außen eine Blende gefertigt, hat die überspachtelt, überspritzt und dann war das Ding halt zu, dass du das halt nicht siehst. Aber musste dann halt im Nachgang, um den dann irgendwann mal wieder zuzulassen, halt wieder aufgemacht werden, weil es einfach TÜV-mäßig nicht zulässig ist, dass halt eine Tanköffnung im Fahrgastraum bzw. im Kofferraum ist. Hier sieht man halt noch die Spackslöcher, ne, wo dann das damals der Tankdeckel zugemacht worden ist und einfach der Stutzen nach innen gedreht, dass man halt eben nicht sieht, dass es ein 1.1er ist, sondern sollte halt ja optisch ein 601er werden. Ne? Das Dachzelt hat im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Funktion. Auch hier musste man sich etwas einfallen lassen. Das Filmteam hat sich eben gedacht, in Wessi weiß sowieso nicht, wie ein Dachzelt vom Trabant aussieht. Deswegen ist das vollkommen egal. Es muss ja das Dachzelt mit dabei sein auf jeden Fall, wo ja die Jacqueline drin geschlafen hat. Und da ist dann meinem Vater die Idee gekommen, wir machen es jetzt einfach so, wir machen hier so eine Zwiebel drauf, weil es ging ja im Nachgang auch darum, dass dann in München auf dem Schrottplatz der Trabant mit dem Bagger angehoben werden musste. Und da wurde dann extra innen nochmal ein Gestell reingeschweißt, das ist aber eben nicht bei dem Fahrzeug, weil das ja nur ein Stuntfahrzeug für die Zweiräder war, da gab es wieder ein anderes dafür. Wurde innen ein Gestell reingeschweißt, wo dann durchs Dach ein Rohr ging mit einer Stahlkugel oben drauf und da wurde wieder diese Zwiebel drüber gemacht, dass der Bagger das Auto eben greifen kann und es halt so aussieht, als würde er das an dem Dachzelt, in Anführungsstrichen, anheben, was ja gar nicht der Fall war. Hier, das ist zum Beispiel so ein Bild, da hatte mein Vater dann so ein Zelt, haben sie dem da extra aufgestellt oder gemietet, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, für die Umbauten dann immer. Ne, hier hinten im Hintergrund sieht man wieder einen Trabant, da haben sie umgebaut, haben sie irgendwie die Tür raus, Fenster raus. Ist wieder irgendwas geändert worden für den nächsten Dreh. Hier haben wir dann noch einmal mehrere Fahrzeuge eben aufgereiht, wo dann
ausgewählt wurde, welches jetzt für welche Aufnahme dann gebraucht wird, wurde dann halt dementsprechend auch immer der Dachgepäckträger umgeräumt, dadurch es eben nur 3 gab. Ne? Hier sieht man ja alle 3 auf einmal. Ne? Das mit dem Koffer zum Beispiel, das war noch so eine Idee, die sie hatten. Die wollten eigentlich den Koffer noch mit drauf tun, da war aber dann nicht drauf, weil das wäre technisch nicht machbar gewesen, dass der drauf hält und oder jetzt so ohne weiteres, ohne dass dann das Ding drauf rumklappert und runterfällt oder wie auch immer. Hier haben wir noch eine Aufnahme. Das war das Fahrzeug für Innenaufnahmen. Da war direkt auf dem Trailer montiert, damit sind sie dann halt immer gefahren, wenn sie Innenaufnahmen gemacht haben, also jetzt Fahraufnahmen und sowas. Wie zum Beispiel diese Szene auf der Autobahn, wo da mit dem BMW nebenher fährt, wo er gefragt wird, wie schnell er denn fährt. Und, ne? Hier haben wir einfach nochmal ein Bild davon, wie er von hinten aussah. Das sind halt solche Sachen, die mein Vater für sich halt gemacht hat, um einfach das als Erinnerung irgendwo zu haben. Weil er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass er dieses Auto eben von denen dann geschenkt bekommt. Ja, hier hat man nochmal 5 Autos davon. Da sieht man im Hintergrund noch den Autotransporter, den hat mein Vater damals gefahren. Da wurden die Autos damit transportiert alle, um an die verschiedenen Drehorte zu kommen, weil sie da dann wieder diverse Werkstätten oder Zelte oder irgend sowas dann halt hatten, wo sie dann wieder das geändert haben. Da wurden die dann immer mitgenommen. Und da hat er gleich so einen Autotransporter gehabt, um die halt zu transportieren. Hier muss ich jetzt selber schmunzeln. Das ist eins der lustigsten Bilder eigentlich. War früher, nach der Wende, sah das halt oft bei uns im Osten so aus. Hier hast du das erste Trabant Cabrio drauf, was mein Vater damals für den Film gebaut hat. Zu der Zeit gab es ja noch gar keine Cabrios, deswegen ist auch dieses seltsame Verdeck drauf. Das stammt von einem Trabant Kübel. Wurde dann halt ein bisschen umgeändert, damit es auf den Trabant ging, dass er auch geschlossen zu fahren geht. Beziehungsweise halt bei Regen zu transportieren geht. Ja, hier haben wir noch ein Bild, das ist zur Dokumentation für den Film gedreht worden. Hier rechts der Wolfgang Stumpf. Im Nachgang, muss man dazu sagen, hat er dann vom Wolfgang, das sehen wir jetzt hier, eine Go Trabigo Edition von einem Bausatz von einem Trabant gekriegt. Als Geburtstagsgeschenk, weil die Dokumentation zu meinem Vater seinem Geburtstag gedreht wurde. Wie auch schon damals im Film eben der Film gedreht wurde und da mein Vater im Zwischengang Geburtstag hatte und da auch vom Wolfgang schon Sachen geschenkt bekommen hat. Hier haben wir ein typisches Polaroid, ne, was so zu der Zeit halt wirklich gang und gäbe war. Das war mein Vater seine Schrauberhalle da. Ich weiß jetzt gar nicht den Drehort, wo das jetzt war. Auf jeden Fall, wo dann halt eben die Fahrzeuge umgebaut worden sind, eben zu dieser Renault 4 Front. Weil halt eben dieser Stunt eben war, dass die Kotflügel und die Motorhauben abgefallen sind. Dazu kann ich ja auch noch was Lustiges eigentlich sagen. Es haben sich viele schon gewundert, wie das zustande kommen konnte, dass diese Motorhaube und die Kotflügel abgefallen sind, die Treppen runter. Ist ganz einfach dem geschuldet. Mein Vater wurde das nahegelegt, dass irgendwie was abfallen sollte. Und da hat er sich halt was einfallen lassen und hat vom Volga M24 Motorhaubenverschlüsse genommen, hat die hinter die Kotflügel gebaut und unter der Motorhaube nochmal separat. Da gab es dann unten, wo die normale Motorhaube aufzuziehen geht, nochmal 2 weitere Hebel, wo dann eben die Kotflügel abgefallen sind mit dieser Entriegelung von der Motorhaube und die Motorhaube selbst noch abgefallen ist. Den Stunt haben die 7-mal gedreht, mit ein und demselben Auto, haben das dann in Zeitlupe angeschaut, haben sich gewundert, wie das sein kann, dass das Auto sich so verwindet, eben durch diese Karosse, beziehungsweise die Pappe in dem Moment, so verwindet durch in der Wärme und nicht kaputt geht. Die haben dann gesagt, hätten sie das mit einem Renault 5 gemacht, hätten die für jeden Sprung ein neues Auto gebraucht. Sprich, 7 Sprünge, 7 Autos. Und so haben sie es mit einem gedreht und das Auto ist immer noch weitergefahren. Neben dem Trabant hielt Steves Vater auch seine Drehbücher, Fotos und Requisiten in Ehren. Ja, hier haben wir halt die letzten Drehbücher von dem Film, wo Wolfgang damals die Dokumentation gedreht hat über den Film. Waren die ja bei meinem Vater gewesen, um eben noch Bilder zu bekommen und sowas, was halt mit einfügen können in diese ganze Story. Und auf jeden Fall die Mitarbeiterin, die da mit da war, hat dann von meinem Vater einen Karton in die Hand gedrückt gekriegt, hatte den unter den Arm geklemmt und sagt so, wo sie die Bilder angeschaut hat, wissen Sie eigentlich, was Sie hier haben? Das ist Goldstaub, die Bilder. Und dann sagt mein Vater so, na, dann haben Sie wahrscheinlich die Nuggets unterm Arm geklemmt. Und dann sagt sie so, warum? Dann habe ich gesagt, dann gucken Sie mal in den Karton. Und stellt sie den Karton hin, macht den auf und es sind noch fast die Gesichtszüge eingeschlafen, weil sie dann festgestellt hat, dass es die letzten Drehbücher oder überhaupt Drehbücher sind von dem Film. Und da hat sich halt rausgestellt, dass es keine mehr davon gibt, dass es einfach die letzten sind. Mein Vater hat die damals halt aufgehoben, einfach als Erinnerung, genauso wie halt sämtliche Bilder und halt hier in Schorsch. Na, hier hast du halt alles nochmal drin stehen und es ist halt wirklich wahr, die letzte Fassung von dem Drehbuch, was es da überhaupt gibt davon. Die anderen sind halt damals alle dann entzückt worden nach Abdreh, weil es keiner mal gebraucht hat.
Ja, mit der Motorhaube zum Beispiel ist das nächste. Die Motorhaubenstütze ist ja beim 601er auf der Fahrerseite mehr, wegen Tank auf der Beifahrerseite. Und beim 1.1er ist es gerade andersrum, weil ja da auf der Fahrerseite eben hier die Batterie steht und der Heizungskasten so weit rüber geht. Dadurch ist es auf der anderen Seite und die Blechhaube hält halt auch besser als hier, deswegen ist die auch ein bisschen schwabbelig. Ne, hier, das ist halt nicht so schön gelöst, ja, hast ja die Stütze hingemacht, die ist dann halt nachträglich hier rübergekommen. Ja, der Motorraum an sich sieht halt einfach nicht so schön aus, muss man dazu sagen, weil es halt einfach für den Film sehr, sehr schnell gehen musste, dass die Autos alle gleich aussehen, alle unterschiedlich waren. Der zum Beispiel war ursprünglich weiß. Da hat dann mein Vater bloß einfach fix eine Decke über den Motor geschmissen, damit es halt zu ist und einfach blau durchgejaucht, damit es halt blau ist. War in dem Moment ja auch nicht so wichtig, deswegen sieht es aber halt jetzt nicht so schön aus, dass jetzt die Kabel zum Beispiel alle blau sind. Der Heizungskasten mit blau wurde und alles, das ist halt nicht so schön, aber ist halt nicht zu ändern, war damals halt so. Die Ausstattung zum Beispiel, gibt es die Szene in München, wo sie an der Isar stehen, wo die ganzen FKK-Leute dort rumspringen und der Wolfgang die Tür aufmacht und seine Hausschlappen auszieht. Sieht man die Innenausstattung, da sieht man halt, dass es eine Salz- und Pfefferausstattung ist, diese schwarz-graue. War bei dem Auto halt so gewesen, war aber nicht bei allen. Also hier sieht man halt zum Beispiel diese hellbraun-dunkelbraune Ausstattung. Das war halt zu dem Zeitpunkt so, den Leuten war es egal, weil es sowieso keiner mitgekriegt hat in dem Film. Das sind Sachen, die einfach nicht beachtet wurden. Ja, der Aschenbecher ist halt leider im Nachgang irgendwann mal getauscht worden, warum auch immer. Originalerweise vom Film her war es so gewesen, dass die ganzen Autos hier am Deckel eine Nummer hatten. Nummeriert waren, damit sie halt sagen konnten, okay, Auto 3 wird jetzt gebraucht, Auto 5 wird gebraucht, Auto 7 wird gebraucht, um dann halt zu sagen, okay, das und das Auto, es hat schon die und die Umbauten bekommen, ist es halt nummeriert worden da drin. Ja, die Stoßstange zum Beispiel, das Rote ist einfach nur das Erkennungsmerkmal, normalerweise müsste es ja blau sein, weil wer den zweiten Teil kennt, weiß, dass dann damals der Trabant, nachdem der von der Brücke geschmissen wurde auf diesen sag ich mal, Elbkahn, der ja dann von dem einen Schauspieler halt wieder aufgebaut wurde in dem Moment und da wieder alles blau war, dementsprechend auch die vordere Stoßstange. Mein Vater hat es halt einfach bloß wieder rot gemacht, weil das einfach dazugehört zu dem Film, zu dem Auto und zum Erkennungsmerkmal. Ja, und das Auto ist halt, ihr seid das gefahren, ne? Normal. Ja, meine Mutter ist das im täglichen Einsatz gefahren, quasi nach dem Film oder nach Abdreh quasi, ist er dann angemeldet worden. Meine Mutter den täglichen Einsatz gefahren, hat mich damit in die Schule gefahren, abgeholt, einkaufen gefahren, was auch immer. Hat ja keiner drüber nachgedacht, was es eigentlich für einen Wert haben könnte irgendwann mal. Zu dem Zeitpunkt war es halt einfach ein Trabant.